Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es um den Differentialkühler, den ich an meinem M2 Competition verbaut habe. Und zwar ist es ja so gewesen, dass bei den letzten Trackday-Einsätzen, weil ich da, sage ich mal, relativ locker gefahren bin und mich erst wieder rangetastet habe, den Kühler nicht anhatte. Das bedeutet, die Pumpe hat die Flüssigkeit nicht aus dem Differentialkörper unten abgesaugt, durch den Kühler geleitet und dann wieder in den Differentialkörper eingespritzt, sondern ich hatte den Kühler aus und es war einfach nur sozusagen die Flüssigkeit halt im Differential drin, wurde aber nicht durch die Pumpe zirkuliert. Und mir war dann aufgefallen, nach dem Einsatz auf dem Hockenheimring, dass da bereits ein bisschen Differentialöl ausgetreten war, und zwar über die Entlüftungsöffnung oben am Differential. Bedeutet, wenn ich den Kühler im Einsatz habe, muss ich den eigentlich immer anschalten, was dann ein bisschen blöd ist, weil ja, ich den eigentlich nicht immer brauche, sondern eben nur für die Einsätze oder die Tage, wo ich wirklich hart pushe. Bedeutet, ich werde jetzt erstmal den Kühler wieder ausbauen und zurückrüsten. Dafür habe ich mir diese standardmäßigen Verschlussstopfen organisiert von BMW. Die haben hier innen drin so einen Dichtring und wie gesagt sind die Originalstopfen. Dann werde ich jetzt unten am Fahrzeug als allererstes, bevor ich oben irgendwas demontiere, schauen, ob ich das unten wieder zurückgerüstet bekomme und dann eben versuchen, die Öffnungen wieder zu verschließen. Wird ein bisschen tricky, weil, wie ihr sehen könnt, hat man ja hier einen Innensechskant als Verschluss oder beziehungsweise als Möglichkeit, die Schraube festzuziehen und zu lösen. Bei meinem nachgerüsteten Kühler ist es so, dass es ein Außensechskant ist und dort unten sehr wenig Platz ist. War auch immer eine eklige Geschichte, dort unten das Öl nachzufüllen, weshalb ich ja dann irgendwann oben am Kühler umgebaut habe, dass ich von oben befüllen kann. Ja, jetzt schaue ich mal, wie weit ich da komme. Ich zeige euch nochmal, wie es oben aussieht im Kofferraum und dann schauen wir unten, ob ich das alles gelöst und zurückgebaut bekomme. So, jetzt hier nochmal der Blick hinten ins Fahrzeug. Wie gesagt, hier ist dieser kleine Kühler montiert mit einem Ventilator, den ich dann hier über einen Schalter ein- und ausschalten kann. Der aktiviert sowohl den Lüfter als auch die Pumpe. Dann gehen die beiden Schläuche nach unten in Richtung Differentialkörper und gehen dort in die Befüll- bzw. in die Ablassschraube rein. Und genau diese beiden Öffnungen dort unten werde ich jetzt versuchen, als erstes zurückzubauen. Und wenn das dann klappt, dann werde ich eben auch hier die Schläuche wieder rausnehmen, die Pumpe ausbauen, den Kühler ausbauen und das wieder zurückrüsten. Aber bevor ich hier oben anfange, irgendwas zu lösen, schaue ich jetzt erstmal, ob ich das unten gelöst bekomme. Denn wenn das unten nicht klappt, muss ich hier oben wieder befüllen. Als erstes werde ich jetzt erstmal die Flüssigkeit ablassen und eben, wie gesagt, unten die Schrauben wieder zurückbauen.
So wie ihr sehen könnt, oder beziehungsweise ihr habt ja eben in der Zeitrafferaufnahme gesehen, wie ich das gelöst habe. Jetzt kommt eben die Schwierigkeit, diese Adapternuss da wieder rauszubekommen. Ich versuche jetzt erstmal die Ablassschraube wieder zu ersetzen und im zweiten Schritt probiere ich mein Glück dann bei der Befüllschraube. So, genau, ich bin jetzt hier wieder an der Geschichte dran und versuche hier diese Ablassschraube gelöst zu bekommen. Ich habe mir da extra im Baumarkt gestern noch Aufsätze besorgt, zumindest die ich bekommen konnte, denn ich habe maximal bis 22. Ich habe noch einen 24er Schlüssel, der war aber auch zu klein. Ich probiere jetzt trotzdem als erstes mal die 24er Nuss. Ich habe beim Baumarkt nur eine 24er Nuss, eine 27er und eine 30er bekommen. Also die 24er ist definitiv zu klein. Jetzt mal die 27er. Die passt, okay, cool, das ist gut. Jetzt gucke ich mal, ob ich das gelöst bekomme. Denn sonst habe ich da ein Riesenproblem. Das sitzt schon mal sehr fest. Oh ja, es hat sich gelöst. Das ist gut. So, das ist schon mal spitze. Allerdings war das auch die einfache, denn hier hat man relativ viel Platz um die Öffnung herum. Bei der hier sieht das schon ganz anders aus. Da ist eigentlich praktisch gar kein Platz. Da komme ich auch sicherlich mit der Nuss gar nicht hin, wenn ich die jetzt da ansetze. Dann glaube ich, werde ich da nicht... Oh nee, ich nehme alles zurück. Ich komme auch hier hin. Okay, dann probiere ich auch da mein Glück, beide wieder zurückzurüsten. Das ist ja stark. Okay, die war nicht so fest. Ja, das ist ja hervorragend, dass ich da so gut hinkomme. Okay, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich war jetzt fest davon ausgegangen, dass das hier wieder eine Odyssee wird und ich nicht die richtige Nuss habe und die Nuss da auch gar nicht reinpasst. Das ist jetzt echt cool. Das ist ja unglaublich. Das muss ich mir im Kalender eintragen. Es hat mal was reibungslos funktioniert. So, die ist auch weg. Hervorragend. So, ich habe die GoPro jetzt mal parallel noch mit angemacht. Da werde ich dann ein bisschen Zeitraffer-Footage mit reinschneiden. Jetzt, wie gesagt, die 27er Nuss, das hat super geklappt, um die Adapter hier rauszubekommen. Das ist also hervorragend. Das ist wirklich schön, das freut mich echt, dass das so gut geklappt hat. Und jetzt kann ich mit einem 14er Sechskant die Original-Ablassschrauben wieder einsetzen. Die haben ja auch so einen kleinen Dichtring. Ich setze jetzt erstmal die untere Schraube ein, denn ich muss ja jetzt gleich noch Differentialflüssigkeit auffüllen. So. Perfekt. Und jetzt hole ich mir meine Differentialölflüssigkeit und jetzt fülle ich hier so lange ein, bis hier wieder was rausläuft. Das seht ihr dann jetzt gleich. So, dann nehme ich auch wieder 75 W140. Das ist so LSD, Limited Slip Getriebeöl bzw. ja, Differentialöl. Es hat hier auch so einen Befüllschnorchel, den hänge ich da jetzt rein und dann drücke ich so lange, bis hier wieder rausläuft. Dadurch, dass ich jetzt den Kühler demontiere, werde ich das einfach regelmäßig nach jedem Trackday machen, weil, wie gesagt, mit dem Differential habe ich ja so ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist ja schon mein zweites Differential und da gehe ich dann lieber kein Risiko mehr ein und mache da einfach immer regelmäßig frisches Differentialöl rein. Da geht auch nicht so viel rein, ich glaube 1,5 Liter oder so, mehr ist da gar nicht möglich. So, jetzt kommt schon ein bisschen was, das liegt aber daran, weil ich daneben gesifft habe. Denn aus den Flaschen kriegt man halt die Flüssigkeit auch etwas schwierig raus. Bräuchte man eigentlich jetzt eine Pumpe, aber
Ist auch keine Lust, mir da extra das in eine Pumpe umzufüllen. Wird schon irgendwie gehen. Jetzt nehme ich einfach mal eine neue Flasche und fülle die dann nachher um. So, jetzt haben wir einen guten Füllstand erreicht. Wenn ich jetzt hier was reingebe, läuft das wieder raus. Ja, da kommt jetzt das immer wieder rausgelaufen. Das heißt, wir sind jetzt hier an dem richtigen Level angelangt. Und jetzt können wir das Ganze dann entsprechend auch noch wieder verschließen. So. Ich werde das, wenn ich hier fertig bin, gleich noch mal ein bisschen mit Bremsenreiniger alles abspritzen, weil da ja auch ein bisschen Getriebeöl ausgetreten ist und alles so ein bisschen schmierig ist. So, jetzt werde ich hier noch die Schlauchschelle komplett lösen, damit ich die Schläuche auch wieder rausnehmen kann. So, die ist schon mal weg. Ist hier noch so ein bisschen Tape. Das hat sich auch alles jetzt hier mit dieser Differentialflüssigkeit vollgesaugt. Alles nicht so geil. Das ist alles ganz matschig. Geht. Jetzt wahrscheinlich eine Schere am geschicktesten. Muss ich mal eine Schere holen. Moment. So, damit ist das weg. Dort hält das noch. Oh je, was ist denn da passiert? Jetzt habe ich es. So, der Scheiß ist auch weg. Okay. Jetzt geht es an die Schläuche. Da werde ich es so machen, dass ich die jetzt hier wahrscheinlich tatsächlich einfach abschneide, wenn das geht. Und dann im Nachgang sozusagen die Fittinge wiederverwenden. Aber jetzt werde ich die Schläuche hier erstmal durchtrennen, damit ich sie einfacher nach oben rausgezogen bekomme. Sofern das denn hier einigermaßen geht. Aber ich denke, die müsste ich da durchbekommen. Jetzt schaue ich mal, ob ich hier vielleicht noch dieses Band, da ist auch nochmal ein Kabelbinder drunter, das ist alles mit Getriebeölflüssigkeit voll. Ich lasse jetzt einfach mal den Zeitraffer mitlaufen von der GoPro und dann bin ich gleich wieder für euch da.
ich habe jetzt mich doch entschieden, das Ganze zu durchtrennen. Ich habe das jetzt einfach abgesägt mit der Metallsäge, denn die Öffnung war zu klein, um beide Schläuche mit dieser Kappe bzw. mit diesem Anschluss durch das kleine Loch zu bekommen. Da blende ich euch jetzt mal ein paar Aufnahmen ein vom Zeitraffer. Und wie gesagt, deswegen habe ich es jetzt abgesägt. Wenn ich eins absäge, war ich imstande, das aus dem Loch rauszuziehen. Und jetzt schauen wir einmal hinten in den Kofferraum, wie es da aussieht. Hier sind wir jetzt im Kofferraum. Hier haben wir jetzt dieses abgeschnittene Stückchen Schlauch. Und da haben wir noch den kompletten. Die habe ich jetzt beide rausgeholt. Bedeutet, ich kann jetzt hier anfangen, die ganzen Kabel wieder abzutrennen von der Batterie. Zusammen dann auch diesen Kühler hier wieder demontieren. Und wenn ich den Kühler demontiert habe, dann nehme ich entsprechend auch die Pumpe raus. Das ist dann einfach sozusagen ein zusammenhängendes Teil. Dafür lasse ich jetzt einmal die GoPro mitlaufen mit dem Zeitraffer und packe da ein bisschen Musik drunter. Das ist jetzt einfach wieder nur Rückbau, relativ unspektakulär. Dadurch gewinne ich natürlich auch wieder ein bisschen Gewicht, wobei auf der anderen Seite muss ich natürlich fairerweise sagen, habe ich dieses zusätzliche Gewicht nie mitgezählt. Bedeutet, wenn ich das jetzt entferne, bin ich bei dem minus 97 Kilogramm, die ich insgesamt bisher aus dem Auto rausgeholt habe. Denn das, was ich hier jetzt rausnehme, habe ich nie hinzugerechnet. Deswegen wirklich mehr Gewicht habe ich dann nicht gespart. Das Einzige ist eben, wie gesagt, das ist jetzt nicht so ganz alltagstauglich. Und da ich das Fahrzeug ja auch nutze, um zur Rennstrecke zu kommen und da den Kühler nicht die ganze Zeit laufen lasse, der ist ziemlich laut. Und auf der anderen Seite macht es auch nicht wirklich Sinn, weil für den normalen Betrieb braucht man das nicht. Es war prinzipiell eine ganz nette Idee, aber jetzt im Alltagsbetrieb hat sich eben herausgestellt, dass das so ein bisschen seine Tücken hat. Wie gesagt, zusätzlich dazu ist es auch noch undicht geworden. Deswegen kommt das jetzt wieder raus und ich mache einfach den Differentialölwechsel nach jedem Trackday und dann passt das auch. Jetzt, wie gesagt, die Zeitrafferaufnahme, wie ich das hier rausfummel.
So, ihr habt jetzt im Zeitraffer gesehen, wie ich das hier alles wieder ausgebaut habe. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Ja, ich werde das jetzt auch nicht wegwerfen, sondern nur beiseite legen. Vielleicht werde ich da irgendwann mit einer bisschen, sage ich mal, angepassten Version das Ganze nochmal probieren. Die war jetzt, wie gesagt, undicht. Die ist hier unten an den Anschlüssen undicht geworden. Die sind ja auch, das habt ihr ja gesehen, immer relativ nah in Richtung Boden orientiert, beziehungsweise waren ja eigentlich fast der tiefste Punkt des Autos, was natürlich nicht so ideal ist. Klar, das lag halt einfach daran oder liegt halt einfach daran, dass die Anschlüsse für das Differential dort unten liegen. Dann ja, hat man einfach damit zu kämpfen. Aber wie gesagt, vielleicht fällt mir da irgendwann noch eine clevere andere Lösung für ein. Jetzt vorab werde ich erstmal nach jedem Trackday einfach immer ganz fleißig einen Differentialölwechsel machen. Ich packe jetzt hier die Schrauben wieder an die Stellen, wo sie waren, damit ich das sozusagen in der Zukunft auch noch weiß. Der Kabelbaum, der passt ja, der ist ja genau auf der richtigen Länge. Das heißt, wie gesagt, ich werde jetzt hier nur noch überlegen, diese Schläuche dann vielleicht irgendwann nochmal neu zu machen bzw. zu ersetzen. Denn von der Länge her, wie gesagt, ich habe ja hier jetzt was abschneiden müssen an dem einen Schlauch, damit ich das überhaupt rausbekomme. Ging dann mit einer Metallsäge für euch zur Info. Die sind wirklich sehr robust, die Schläuche, aber die Pressverbindung war eben nicht 100% dicht, beziehungsweise der Füllmittelstand war ja auch ein bisschen zu hoch. Und wenn das dann nicht zirkuliert, drückt es einfach das überschüssige Getriebeöl bzw. Differentialöl raus. Ja, jetzt ist der Kofferraum wieder leer und das Gewicht, also das wiegt wirklich nicht viel. Die Pumpe ist noch das Schwerste, der Lüfter und der Kühler wiegt praktisch nichts, auch die Schläuche wiegen praktisch nichts. Das Einzige, was Gewicht hatte, war die Pumpe, aber die habe ich ja eh nie drauf addiert, insofern passt das. Was ich jetzt noch mache, ist unterm Auto das Ganze mit ein bisschen Bremsenreiniger reinigen. Dann muss ich bei BMW fragen, dass ich wieder diesen Abdeckstopfen bekommen kann für den Kofferraum. Und ja, dann war das hier tatsächlich heute mal eine relativ unkomplizierte Nummer. Also ich bin super zufrieden, wie das verlaufen ist. Ich hatte damit viel mehr Problemen gerechnet. Abgesehen von diesem etwas störrischen Schlauch, was ja aber auch positiv ist, dass der so gut hält, lief das echt super. Die einzige interessante Info für euch, die ich euch noch mitgeben möchte an der Stelle: Ich habe ja unten an der Differentialwanne diese Adapter hier im Einsatz gehabt und damit kann man dann eben auf so ein AN-Fitting adaptieren. Ich hatte echt gedacht, dass das ein größeres Problem wird, die rauszubekommen, aber mit einer 27er Nuss hat das wirklich super geklappt. Das heißt, selbst die relativ dicke Wand der Nuss hat noch gepasst, um das da anzusetzen, weil, wie gesagt, da unten ist ja relativ wenig Platz um den Differentialkörper bzw. an der Differentialwanne und da hatte ich wirklich die Befürchtung, dass ich das gar nicht mehr rausbekomme. Das ging super. Also als Info für euch: Da unten kann man dann wunderbar mit diesen Adaptern und einer 27er Nuss arbeiten, falls man da sich auch irgendwie einen Differentialkühler oder sowas installieren möchte. Ja, das war's jetzt für das heutige Video. Wie gesagt, als Öl 75 W140, dieses Liqui-Moly-Öl. Das kann ich euch auch noch mal zeigen. Das ist das, was ich hier immer verwende, wo ich super zufrieden mit bin. GL5, vollsynthetisch und eben spezifisch ja, für Differential bzw. Getriebe. Klappt super damit und ich habe seitdem auch keine Probleme mehr gehabt in Bezug auf den Verschleiß, habe aber natürlich auch sehr kurze Intervalle und bin da sehr penibel in Sachen Differentialölwechsel. Wie immer hoffe ich, es war etwas Hilfreiches für euch mit dabei. Würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video wieder mit einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.